Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute machen wir einen leckeren Big Mac Nudelsalat. Bei uns ist es momentan so heiß, dass wir nichts Warmes zum Mittag essen wollen. Und diesen Nudelsalat könnt ihr super vorbereiten, schön im Kühlschrank durchziehen lassen und wenn es dann Mittagszeit ist, kühl servieren. Wir lieben Nudelsalat, ich hoffe euch geht es genauso und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Für den Big Mac Nudelsalat brauchen wir jetzt folgende Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox. Wir brauchen Nudeln, dann einen Eisbergsalat, Scheiblettenkäse, gemischtes Hackfleisch oder ich nehme veganes Mühlenhack, dann Essiggurken, Salz, Pfeffer, Zwiebel, Mayonnaise, French Dressing, Zucker, Essig, Tomatenketchup und wenn ich nicht noch was vergessen habe, dann war es das jetzt. Und ich habe auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Zum einen habe ich hier einen halben Eisbergsalat gewaschen und in Streifen geschnitten. Also hier könnt ihr sehen, ungefähr so groß habe ich die Streifen geschnitten. Gut abgewaschen. Ob ich alles von dem halben Eisbergsalat verwenden werde, muss ich noch sehen. Ich schaue da einfach, wie das Mischungsverhältnis am Schluss ist. Ihr könnt da auch ein Viertel Eisbergsalat jetzt nur nehmen. Ich habe aber eben den halben gemacht, damit ich genug da habe. Und wenn ich ihn nicht mit in den Nudelsalat mache, kann ich ihn ja immer noch extra mit ein bisschen Salatdressing anmachen. Dann haben wir 2 Salate, das ist natürlich umso besser. Dann habe ich hier schon 500 Gramm Nudeln abgekocht. Ich habe dieses hier genommen, Piccolini Mini Pipe Rigate, 500 Gramm. Nach dem Kochen gut kalt abgeschwenkt, damit sie nicht aneinander kleben bleiben. Ihr könnt da natürlich eure Lieblingsnudeln verwenden oder die ihr gerade da habt. Als nächstes habe ich mein veganes Mühlenhack angebraten. Für alle, die wissen wollen, wie das aussieht, das ist diese Packung hier. Das sind bei mir jetzt nicht 500 Gramm, ich habe jetzt deutlich weniger. Ihr könnt natürlich gemischtes Hackfleisch nehmen, 500 Gramm, schön anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, das habe ich auch getan. Und ich habe mir schon diesen Scheiblettenkäse vorbereitet und in Würfelchen geschnitten. Hätte ich vielleicht lieber ganz am Schluss machen sollen, gerade auch jetzt, wo es so heiß ist. Der klebt ja eh schon aneinander. Also macht es besser, macht es ganz zum Schluss und schaut, dass eure Würfelchen nicht aneinander kleben. Ja, was habe ich noch gemacht? 12 Cocktailtomätchen gewaschen und halbiert. Und ich glaube, jetzt legen wir mal endlich mit der Salatsauce los. Und dafür kommt eine Zwiebel, die ich geschält und geviertelt habe, in den Mixtopf. Und 4 Essiggurken, die habe ich mir in größere Stücke einfach durchgeschnitten. Dann zerkleinere ich 5 Sekunden auf Stufe 5. Danach schiebe ich erstmal alles vom Rand wieder runter. Wenn ihr mögt, könnt ihr nachher auch noch ein paar Essiggürkchen in Stückchen schneiden und mit in den Salat geben. Ich mache das nicht. Ich finde zwar Essiggurken im Big Mac wichtig, aber so gerne, dass ich jetzt noch extra große Stückchen im Salat haben möchte, mag ich es nicht. Aber wie gesagt, das könnt ihr ja gerne machen. Jetzt gebe ich 400 Gramm Miracle Whip Balance dazu. Das ist also fast so ein Glas. Dann kommen 6 Esslöffel French Dressing dazu. Ich habe jetzt keins selber gemacht, könnt ihr aber gerne euch vorher selber zubereiten und dann eben hier dazugeben. Ich habe jetzt die schnelle Variante gewählt und mir eben so eine Flasche gekauft. Und da kommen jetzt 6 Esslöffel dazu. So. 2 Teelöffel Zucker. Dann 2 Teelöffel Essig. Ich nehme hier meinen hellen Balsamico-Essig.
2 Teelöffel. 1, 2. 2 Teelöffel Tomatenketchup. 1, 2. Und 1 Teelöffel Salz kommt noch dazu. So. Und das waren jetzt schon alle Zutaten für unser Dressing. Das vermische ich jetzt nur noch 20 Sekunden auf der Stufe 3. Ich muss das Dressing natürlich probieren, ganz klar. Mega lecker. Wie ein Big Mac. Richtig super. Jetzt können wir schon anfangen, alle Zutaten für den Nudelsalat in eine Schüssel zu geben. Ich fange mit den Nudeln an. Ich gebe aber jetzt nicht die kompletten 500 Gramm rein, sondern erstmal die Hälfte. Dann kommt etwas von dem Eisbergsalat dazu. Wie gesagt, da könnt ihr so viel dazugeben, wie es euch passt. Ich werde es auch sehen, wenn ich den Nudelsalat einmal durchgemischt habe, ob ich noch ein bisschen mehr dazu tue. Ich gebe jetzt erstmal so viel. Das ist bestimmt ein bisschen mehr wie ein Viertel Eisbergsalat, ist das jetzt bestimmt. Dann kommt das angebratene Hackfleisch dazu. Die Tomaten. Ihr könnt dann natürlich auch große Tomaten nehmen und Scheiben schneiden, diese vielleicht noch vierteln, wie ihr mögt. Da müsst ihr nicht die kleinen Cocktailtomätchen nehmen. Und jetzt werde ich das Dressing drüber geben. So, auch noch nicht alles, ein bisschen lasse ich mir noch. Einmal alles gut durchmischen. Ja, und jetzt könnt ihr mal selber beurteilen. So sieht das Ganze aus. Da könnt ihr jetzt noch ein bisschen Eisbergsalat nachlegen, ein paar Tomätchen nachlegen und natürlich die Schmelzkäsescheiben dazugeben. Ein paar obendrauf vielleicht noch schön dekorativ am Schluss dazu tun. Und dann war es das schon mit unserem leckeren Big Mac Nudelsalat. Den könnt ihr super vorbereiten. Der sollte auch noch etwas durchziehen im Kühlschrank. Von daher ist es ideal, wenn ihr mal auf eine Party geht und einen Salat mitbringen wollt oder selber eine Party schmeißt. Ja, und so sieht dann der fertige Big Mac Nudelsalat aus. Ich habe ihn jetzt schön angerichtet, in eine andere Schüssel umgefüllt. Und jetzt kommt er in den Kühlschrank und darf dann noch ein paar Stunden durchziehen. Und dann werden wir uns zur Mittagszeit über ihn hermachen. Und ich kann euch sagen, ich freue mich richtig tierisch drauf. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, falls es so ist. Lasst mir auch gerne wieder Feedback in den Kommentaren da. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Ich hoffe, ich konnte euch richtig Lust machen, ihn auch mal auszuprobieren. Lasst es euch gut schmecken. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald! Tschüss!